Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches und schnelles Rezept für ein leckeres Chili mit Kürbis und Tortilla-Chips. Dafür benötigen wir als erstes ein kleines Bund Suppengrün, bestehend aus Sellerie, Möhren, Lauch und Petersilie. Sellerie und Möhre schälen, anschließend in Würfel bzw. kleine Stücke schneiden. Außerdem Lauch putzen und in feine Ringe schneiden. Eine große Gemüsezwiebel abziehen, in Streifen schneiden und dann habe ich hier noch 1 bis 2 Knoblauchzehen abziehen und fein hacken und zum Schluss 2 rote Peperoni, die habe ich entkernt, damit es nicht ganz so scharf wird und dann einfach in feine Streifen schneiden. Alternativ könnt ihr natürlich auch jede andere Chili-Sorte verwenden, je nachdem wie scharf ihr es haben wollt. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne oder einen Topf mit einem guten Schuss Öl erhitzen, das vorbereitete Gemüse in die Pfanne geben und für 4 bis 5 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden anbraten. Währenddessen kümmern wir uns um den Kürbis. Da habe ich 750 Gramm Butternut-Kürbis verwendet. Alternativ ist hier natürlich auch Hokkaido möglich. Den Kürbis schälen und anschließend in kleine Würfel schneiden. Als nächstes einen gehäuften Esslöffel Tomatenmark zum Gemüse in die Pfanne geben, unterrühren, kurz mit anrösten lassen und dann alles mit etwa 250 ml Gemüsefond bzw. Brühe ablöschen, kurz unterrühren und dann kommen die restlichen Zutaten dazu. Die vorbereiteten Kürbiswürfel mit in die Pfanne geben. Außerdem würzen wir das Chili mit 2 guten Teelöffeln gemahlenem Kreuzkümmel und 2 Dosen gehackte Tomaten geben wir ebenfalls dazu. Alles einmal gut umrühren, bei Bedarf noch etwas Wasser oder Brühe nachgießen, das Chili zum Kochen bringen und für 15 bis 20 Minuten bei niedriger bis mittlerer Hitze sanft köcheln lassen, so lange, bis der Kürbis gar ist. Kurz vor Ende der Garzeit eine Dose Kidneybohnen sowie Mais über einem Sieb abgießen, mit in die Pfanne geben, kurz unterrühren und mit durchwärmen. Zum Schluss alles mit Salz und Pfeffer abschmecken und danach sind wir fertig. Das Kürbis-Chili anschließend auf Tellern verteilen, zusammen mit einer Portion Tortilla-Chips anrichten, mit einem Klecks saurer Sahne sowie gehackter Petersilie garnieren und servieren. Danach wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.